Die Vata-Gruppe ist im Bereich der elektrochemischen Energiespeicherung tätig. Das sind unterschiedliche Energiespeichersysteme, beginnend von Haushaltsbatterien, geht über Akkusysteme für zum Beispiel Akkustaubsauger, aber auch größere Systeme für zum Beispiel die Speicherung von erneuerbaren Energien. Hier am Standort in Graz beim Forschungszentrum entwickeln wir die neuen Batterietechnologien, die Sie dann in 5 bis maximal 7 Jahren in einem Produkt wiederfinden. Grundsätzlich hilft uns das Laserschneidergerät von der Firma Toptec dabei, den Prozess zum einen flexibler zu gestalten in der Elektrodenkonfektionierung, aber auch bedingt es eine deutliche Effizienzsteigerung, die uns dann am Ende des Tages wieder hilft, konkurrenzfähiger bei der Abarbeitung unserer Forschungsaufträge zu sein. Die Nutzung des Lasers bedingt für uns eine ungefähr 30- bis 40-prozentige Zeitersparnis. Ja. Aber es hilft uns auch dabei, materialschonender die Komponenten für die Zellfertigung herzustellen und dann auch noch mit weniger Ausschuss die einzelnen Komponenten herzustellen. Für uns ist der große Vorteil in der Flexibilität des Toptec-Gerätes, dadurch, dass wir da 2 Laserquellen haben, einmal einen CO2-Laser, einmal einen Faserlaser, können wir sowohl Kunststoffe damit bearbeiten, als auch unsere Metallfolien. Und das war für uns dann ein Vorteil, der uns entscheidend überzeugt hat. Gegenüber den Technologien, die wir davor für die Konfektionierung der Separatoren und Elektroden verwendet haben, haben wir den Vorteil, dass wir aus einer gegebenen Elektrodenfläche mehr Einzelstücke für die weitere Verarbeitung herausbekommen, aber das Ganze auch mit weniger Ausschuss dann bei den einzelnen Elektrodensheets passiert. Das Feedback von meinen Kollegen, die hauptsächlich mit dem Gerät arbeiten, sagen, dass die Anwendersoftware wirklich ein großer Vorteil ist und es sehr einfach ist, entsprechende Formatvorlagen zu erstellen und damit unterschiedlichste Materialien in unterschiedlichsten Geometrien auch bearbeiten zu können. Nach der Herstellung der Elektroden kommen diese in den Musterbau und werden dort dann für den entsprechenden Aufbau der Pouchzellen konfektioniert. Dafür nutzen wir eben den Speedy Laser. Nach der Konfektionierung der Elektroden wird eine Metallstelle abgereinigt, auf der dann in weiterer Folge typischerweise mit einem Ultraschallschweißgerät das sogenannte TAP angebracht wird, das dann den Terminal bildet und den Strom von der Elektrode nach außen führt. Nach diesem Prozess wird die Zelle aufgebaut, typischerweise über Nacht getrocknet und dann in einer argongefüllten Glovebox mit dem Elektrolyt befüllt. Und nach der Elektrolytbefüllung kommt die Zelle dann in das Testfeld, wo diese nach dem entsprechenden Lastprofil für die jeweilige Anwendung elektrochemisch vermessen wird. Das Team ist hochzufrieden mit dem Gerät, es macht ihren Arbeitsalltag deutlich einfacher und wie gesagt, die sehr angenehme und intuitive Bedienung ist auch etwas, was die Kolleginnen immer sehr lobend hervorheben.